24 Angler. Wegfisch, vamos. 12 Teams. No. 8 Nationen. 2 Gewässer. Ja! Oh. 1 Zielfisch. Und 1 Pokal. Der YPC Bass 2024 wird euch präsentiert von B1 Bootscenter. Wir bauen dein Boot. Hearty Wise, feel the difference. Und LMAB, every great story starts with a cast. Hallo liebe YPC-Fans und willkommen zurück in Extremadura. Heute geht's in Gruppe A um die Wurst bzw. um die Chorizo und vor den entscheidenden Stunden auf dem Oriana steht es wie folgt. Team Fish&Ship führt das Tableau weiterhin an. Melanie und Sylvain fehlt momentan nur noch ein Fisch zur Fullcard. Wie sie Bass Nummer 10 fangen, ist egal. Sie haben nämlich einen Topwater Bass aus dem Garcia Sola in Reserve, der in die Wertung rücken könnte, sobald sie den 3. Oriana-Slot füllen. Dahinter lauern die amtierenden Champions vom B1 Bootscenter, die sich in den Morgenstunden mit einer starken Leistung vom letzten auf den 2. Platz hochgekämpft haben. Frank und Niklas fehlen 2 Topwaterfische für die Fullcard. CWC auf Rang 3 konnte immerhin einen von 3 nötigen Oriana-Bass abhaken und hat außerdem schon alle Topwaterfische auf dem Board. Ein womöglich entscheidender Vorteil, denn bei praller Sonne und ziemlicher Flaute könnte sich dieses Vorhaben für die anderen Teams als äußerst schwierig erweisen. Zum jetzigen Zeitpunkt wären die nominellen Favoriten von 10 Feet Under, die Spanier von Fish&Ship und auch das spanisch-französische Duo um Manuel und Vincent von Rapalla ausgeschieden. Am Vormittag haben die Teams auf der Suche nach dem Black Bass viel Spot-Hopping betrieben. Zum Start der zweiten Halbzeit schauen wir deshalb einmal auf die Karte. Auffällig dabei, alle Teams befinden sich nun auf der östlichen Seeseite. Fish&Ship angelt dort am Nordufer an einer markanten Landzunge und auch B1 driftet nicht allzu weit entfernt an einer vielversprechenden Felsformation entlang. 10 Feet Under bearbeitet wie schon am Morgen einen Einlauf am Südufer. Melanie und Sylvain und auch Ewart und Lex sind quasi in Rufweite, nur etwas weiter in Richtung der Puente Cogojudo. Rapalla war zuvor lange auf der westlichen Seeseite, hat nun aber übergesetzt, um auf eine etwas schmutzigere Strategie zu setzen. We are in more dirty water, expecting that in clear water it was quite hard. We don't see a lot of fish. And not a lot of action, and we are expecting that here with more dirty water, fish will be a little bit more active, and also is more easy for us in dirty water. Fish don't have they see us less than in clear water, so let's try here and change our strategy. Come on! So can we spend a lot of time topwater fishing because we don't have the 3rd topwater fish? But we need to keep an eye on the watch. Yeah. Now is 12:15, so that means more than half of the tournament day is already over. Yeah. So if we can catch 1 or 2 big fish on the jig, yeah, I think we can also make it to the next round. So we shouldn't spend too much time topwater fishing, yes, I think. Yes. Now the sun is up. Will be very difficult to catch on top water. Yeah. Maybe last half an hour when we come to 4 o'clock, try again. No? Okay. What do you think? Okay. You think so too? Yeah, I think so. Okay. Yeah. Last cast. Yes. Last cast and then we go for the big ones. Huh? Welcome to the next episode, number 4. After this episode it will be decided which team will go to the finals. We started off really bad in the previous episode. Only 1 fish. Only 1 fish in the last minute. Yeah. So maybe it's enough, I don't think so. But because we were very close with the 4th place, with 10 feet under, Ken and Christian. So yeah, if they catch 1 fish, they are above us. If we catch 1 fish, we are above them. But hey, we have to catch more fish, David. We need to
catch at least 2 more to fill the cart. We will continue to fish with this. Evert came up with this to resemble a crawl. There's a lot of these crawls in these lakes. Red color. Exactly like this, so maybe this will work. And keep on watching and we will see in the end. Ouais, ça c'est un bass. Ah, that's a big bass. Oh no, that's a zander. Fucking hell, he was going sideways like a bass. Tu sais, j'ai gardé la tension, j'ai senti completely sideways. Oh, fuck. Oh, that's a good fish, but he was really going like a bass on the side with a constant weight. I was really expecting a bass, but obviously it's not. Instead, it's a nice zander. Yeah, look. This size bass. Yep, fish. Fish. Este es bueno, ¿eh? Bueno, da la medida, vaya. Vamos. Yes! Vamos. Mira. Yes! Phew! Nice! 1 kilo 7. 1.7. Woohoo! Vamos, cabrón. Ya tocaba, tío. Come on! Full car! But not actually we missed 2 topwater fish. So maybe we're trying to upgrade what we have. And then yeah, and now topwater is crazy. It's not working. Anders als Lex und Evert befürchtet haben, sind es also nicht Ken und Christian, sondern César und Jonathan, die CWC vorübergehend auf Platz 4 verbannen. Start nach Maß für Fischass. Wir werfen einen kurzen Blick auf das Erfolgssetup. Now we got a fish, finally. On the chatterbait, we downside the chatterbait to fish in shallow waters. And for the trailer was the Petit soft sap. This has a small paddle tail and is perfect trailer for chatterbaits, spinnerbaits. Yeah, worked. It was like almost immediately a strike. And we were using the FW2 rod. This rod is perfect for chatterbait. It's really good. You have a nice feeling on your hands, and yeah, I love it. So now it's super sunny. Fishing is getting more and more difficult, but yeah, as I said, every fish is gold today. Frankie is on fire. Ja! Langsam, Leute. Steht wieder. Ruhig, noch haben wir nicht. Lass, nein, ja. Nicht mehr zumachen. Lass es. Keine Faxe machen, das passt alles. Vorsicht. Lass den ruhig Schnur nehmen, wenn er Schnur braucht. Pass auf. Only spinning. Ist unser erster Tag. Wir haben die ganzen 3 Tage, wo wir hier trainiert haben, nicht 1-2 Kilo Fisch gefangen. Wir hatten nur, überhaupt... Kurbel. Ja, und dann kommen wir. Ist das mega spannend mit diesen leichten... Wir haben auch keinen Wurm mehr von denen. Vorsicht, da kommt er. Ja, da ist er. Schön dicker. Hoch damit. Und wenn ihr mal guckt, film mal auf den Haken. Der Haken sitzt hier vorne und er ist raus. Der ist raus, ja. Yes, come on.
Embalse der Orellana. Hier sind große Bass drin, bis über 3 Kilo. Also der größte ist 4 Kilo. So, Waage fertig machen. Guckt euch mal diesen schönen Fisch an, Leute. 1,73. 1,73, das ist ein bisschen kleiner. Okay. Frank, der Tank. Ey, komm, wir kriegen noch ein paar Leute. Wahnsinn. Geil. Boot performt. Wäre so schön, wenn wir es schaffen würden. Also, da wären wir so happy, wenn wir ins Finale kommen. Das ist noch ein weiter Weg bis dahin. Wir wissen heute nicht, was die anderen fangen. Gestern sah es sehr schlecht für uns aus, aber ich sage super jetzt mal schlecht. heute. Wir waren Letzter und vielleicht gelingt uns hier mal so ein Wunder, dass wir schaffen. Wunder vom Orellana. Ja, das würde uns auf jeden Fall, da wären wir jetzt nicht abgeneigt. Da hat Frank mit seiner Seelenruhe selbst Niklas nervös gemacht. Von Wunder braucht man allerdings nicht zu sprechen, denn bisher geht der zweite Angeltag klar an die Jungs von B1, die bisher übrigens erstaunlich wenig über ihre Kernkompetenz geplaudert haben. Nochmal zur Technik, wir haben noch nicht die Power Hour benutzt, weil wir die Drop-Off-Kante hier einfach langfahren. Wir werfen an den Felsen noch mal ran und lassen uns so langsam runter auf dem Boden Wacky. sozusagen, mit Wacky, genau. Wir haben beide denselben Wurm dran. Ja. Genau. Mit einem Nailsinger, 0,6 Gramm, 6 Lips Fluorcarbon, ein 1er Haken und mehr gibt es nichts zu sagen. Wahrscheinlich heute, guck mal, ist wieder null Wind, volle Sonne. Also wir können jetzt nicht, wir würden gerne Chatterbait angeln. Ist hier von vielen einheimischen Locals immer Chatterbait, Powerfischen, aber bei dem Wetter, also wie die Tage, haben wir darauf nichts gefangen. Wir haben auch nichts auf Krebs gefangen, komischerweise, obwohl die Fische ernähren sich anscheinend von Krebsen, aber wir haben kein Glück auf Krebs gehabt. Und jetzt muss man ja sagen, funktioniert der Spot. Also es ist ja kein Glück jetzt, dass wir die Bisse haben, sondern wir haben lokalisiert, dass der Wurm der bessere Köder ist und der fängt. Und fangen die Fische. Natürlich nur auf dem Finnwall-Boot. Berlin-Boot. Wie letztes Jahr, when you have a boat from B1, you catch more fish. Ja. Ja, der Slogan von Frankie. Wir sind hier mit YPC Boot und YPC Best ja Main-Sponsor, Hauptsponsor und freuen uns natürlich über alle Teams, die hier fangen. Also wir haben schon einige Teams hier an Bord. Ja, auf jeden Fall. Ja, also B1 also nicht mehr. Wir haben an Birettos Boot gebaut, also da haben wir viel gemacht. Wir haben an Mark sein Boot. Ja, Daniels ist eines der geilsten Nitro-Boote, wie wir meinen. Also letztendlich sind wir hier an Bord, um zu sehen, auf was darauf ankommt, euch ein richtig geiles Angelboot zu bauen. Das ist der Grund. He's blind bass. He's whole black because he's blind and his body don't know where is the sun and light, so he turned whole black. Fish keeper. Hot day. The first one of the day. Really difficult. And no. No? No. 049. Not the keeper. Sorry, guy. One bass, but not. Maybe. Let's start the power hour now. We are in deep area here with big point really here, big point here, very deep also here next to the buoy. So let's try power hour with high fish target 2. Found any suspended fish to catch between the surface and the deep. Let's go, Chris! Let's make it work! Yeah. Color change? Color change. Change? Yeah. So we try the spot again, but change the color of the jig. This was really good in practice. Peanut butter jelly, it's purple and brown, and now I try to be a little bit more greenish, and also different type of jig head. This is a football jig head, a round one, normally really good for rocky areas, and this is a flipping jig, normally used in grass and wood, for example, but can also be fished here. You fish in this, something like this, oftentimes? This lake looks like America reservoir and Japan too, but no bait fish right there. Yeah, American reservoir, many bait fish. Yeah, different. Not many bait fish, yes. And we have been told this is also because of the zander population that is rising. There's a lot of big zanders here, and they eat a lot of the bait fish. So I'm curious to see how this will turn out in the next few years.
But for us, we believe bass are really keen to eat crawfish. That's why we jig the fish, fish to jig. And not very successfully today, but we never give up. Die Black Bass sollten bei der Zander-Konkurrenz eigentlich weniger wählerisch sein, zumal die auch bei Craws offensichtlich gerne zuschlägt. Zander. Oh man, I was pumped. I thought I had it. The one who took my lure was not a Zander. I saw a big one just at the boat. I was taking it in. I wanted to lift it and then a big bass took it, poof, off. 2 kilo plus at least. But we are in a danger zone now. Nice Zander on the pig crawl. And I was really pumped up because Lex just lost a big bass. So I thought I had one too, but it was a Zander again. This morning we did a drift with topwaters and we found out that even Lex and I, we like topwater fishing. It didn't pay off today. Then we fished with all kinds of lures, crankbaits, chatterbaits, all the stuff. Nothing works. And then I got a hunch, maybe fish with small craws, because this lake contains a lot of crawfish in the red colors. And we have pretty okay action so far. I caught one in the previous episode. Lex had a huge bass following it. He took it, but it went off just in front of him. I took a Zander. So our plan is to drift along the edge and fish gentle over the weeds. Just cast, not jigging, but fish over the weed line, really slowly. And hopefully we can catch another one. Maybe this is even more interesting. So not the blade in front, but only the head with the skirt. Falls du den aktuellen Lure-Drop verpasst hast, dann sicher dir doch einfach auf luredrop.de dein Abo und spare bis zu 10%. Erhalte jeden Monat die neuesten Köder, teilweise vor Marktstart, spannende Expertentipps von Pros aus der Szene und einem gewaltigen Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf bequem zu dir nach Hause. Und wusstest du, dass ein Lure-Drop-Abo auch ein perfektes Geschenk für deinen Angelbuddy ist? Also luredrop.de, Abo abschließen und Fische fangen. Übrigens eine kleine Restmenge vom Lure-Drop 03 haben wir auch noch bei uns im Shop auf www.hechtundbarsch.de, aber schnell sein lohnt sich. Yeah, we are going back on the first spot of the morning when we were fishing on top water, but now we are just getting down the water and try to find fishes hidden in the weeds. Yes, that's a good one. That's a big fish. It's a big? Yes. Vas-y, de ce côté-là. Yes, it's a big fish. Ouais, j'ai mis un ferrage dans les... J'ai mis un espèce de ferrage dans les dents. Yes. Boom. I think that
The needed 3 are there. Yeah. Oh, nice, such a hard day. Every single fish counts. And that's this one I appreciate a lot. So I got it on a soft jerkbait, which is a caffeine shad, 4 inches. Up. So it acts like a jerkbait, but it's more discreet. No noise and nothing. Got this beautiful bass in the weed. Should be close to 1 kilo, I think. 103. Okay. That's a kilo fish. Da ist die erste Fullcard. Obwohl 5 Gramm leichter, ersetzt dieser Bass das 1,08 Kilogramm Exemplar aus dem Garcia Sola, denn er ermöglicht die Hereinnahme des 0,94 Kilogramm schweren Topwater Bass von Tag 1, was insgesamt also eine erhebliche Verbesserung bedeutet. Stark gefischt und es scheint, als sei die Rückkehr an den ersten Spot eine gute Entscheidung gewesen. Il était dessus, mais ok. Ouais, ça, je pense pas que ça améliore, mais... On sait jamais. Non, c'est petit. Okay, it's not big, but still. Gracias. They are biting pretty well the soft jerkbait at the moment, but it's not an improvement. Okay, we switched the spot. It's about spot moving all the day. We got a sander in the last spot and small bass bites, but we need a big one. So he keeps with the chatterbait, and I'm trying the SPT soft sat 10 centimeters, way less. No, actually, not way less. Take a small insert weight inside for a fast fall. But I've been using the green pumpkin and only a small ones bite. So switching to a more natural color and maybe makes a difference. We'll see. Achtung, ich muss einen Cache. Frankie ist nicht mehr aufzuhalten. Wir können jetzt nichts mehr dem Zufall überlassen. Niklas, nachdem wir am ersten Tag wohl geschneidert habe eigentlich. Ja, wir wechseln uns immer ab mit den Tagen. Ich habe 500 Gramm Fische gefangen, Frankie fängt 2 Kilo Fische. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Warte mal. Unglaublich, wie kampfstark die Fische sind hier. So Seitenwechsel. Leise, 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 leise. Komm, kein Sprung bitte. Wir brauchen jetzt jeden Fisch. Oh, Leute, das ist spannend. Vorsicht, kommt. Achtung bitte. Jetzt so. Ist wieder dieselbe Größe. Oh, guck dich das an. Wie stark die sind. Was kommt da, Niklas? Jo, weiter her, zu mir ein bisschen herziehen. Ganz wenig, aber nur. Ja! Haben wir? Ja, Frank! Wir sind im Game. Wir sind im Game. Mehr kann man sich nicht mehr freuen. Leute, ja, ey, muss das immer so sein? Ist jetzt nicht, ja. Jetzt fängt Frankie wieder an wie letztes Jahr beim Bolsena. Nö, ist nicht so groß, ist nur ein 1,5 Kilo Ja, Fisch. hier schwimmen welche rum, die sind 4 Kilo, Leute. Ja, hier, Haken ist schon raus, hier seht ihr das. Auch schön, hier sieht man es mal, wie klein die Haken sind. Also auch immer sehr fischschonend hier die Angelei. Als wenn man jetzt große ja, okay, Swimbaits hat mit 3 Drillingen. So, messen. 1,77. 1,77. Frank is on fire, ja. Gestern noch Franks für Blank. Heute Frank für Big Blank. So, weiter geht's.
Ärgerlich, dass ich zu entsprechender Zeit nicht selbst auf Frank the Blank gekommen bin. Inzwischen ist das allerdings mehr als hinfällig. Nach nun schon 5 Black Bass aus dem oberen Regal hat B1 mittlerweile sogar einen besseren Durchschnitt als Fish&Ship und muss nun natürlich abwägen. So, also wir haben jetzt mal geschaut, wie groß unsere Fische sind und was am meisten Sinn macht, jetzt zu angeln. Wie ihr seht, Topwater. Ich und Frankie haben jetzt beide umgebaut, Topwater-Ruhen rausgeholt. Also einen Topwater-Fisch haben wir schon im Balse de Garcia vom ersten Tag. Ja. Es fehlen also noch 2 Topwater-Fische und die bringen uns eigentlich mehr Punkte, als wenn wir jetzt noch versuchen, hier unser 1,7er abzudaten. Deshalb gehen wir jetzt aufs Ganze und versuchen mit Topwater, weil die Bedingungen nicht ganz so gut sind. Wir wissen auch nicht richtig, ob es passt, aber auf jeden Fall sind ja hier Fische unten. Vielleicht kriegen wir die rausgelockt, deshalb ein bisschen mehr Action. Ja, laut. Niklas mit einem Crawler von Gunkraft und guck mal, Frankie Leute, mega Bass Eyeloud. einen kleinen Bass sozusagen, der richtig Krach macht, hinten mit so einem Propeller dran, wie es sich gehört für B1. Die Fische nur Köder haben, die einen Propeller haben. Ja? Geil. Dann geht's los. Ja, das ist jetzt der Plan. Wir sind immer noch gleicher Spot, immer noch die starke abfallende Kante. Wie ihr seht, hier sind extrem viele Steine am Ufer. Genauso sieht es unterhalb der Wasserlinie aus. Die Fische stehen extrem in den Steinen. Also es sieht wirklich genau gleich unter Wasser auch aus. Die stellen sich in irgendeine Höhle rein und da muss man sie auf jeden Fall halt rauslocken. Und jetzt ist unser Gedanke, mit lauten Ködern, wie Frankie schon richtig gesagt hat, mit Propellern, sie rauszuholen, aufzuwecken. So we now move to a bridge. Obviously there's a lot of structure around these pylons. And also now we want to utilize our power hour. So we turn on the live scope to get a better overview of the area and see if there's fish around those pylons. So for us now the power hour starts. So on my boat I got 2 different live scope transducers by Garmin, and one is facing forward in the vertical direction and the other one is in perspective mode. So we can see exactly where the pylons are and if there's fish moving around those pylons, and we can also look more closely with the forward facing vertical mounted LVS 37 transducer where exactly the fish is located. So we use both Garmin fish finders at the same time with different transducers. Well, I have to get it over the plants. One paella is coming up. Well, it's not a big one, it's a small one, not even a keeper. I think it's a keeper. No, I don't think so. I think so. No, it's 400 something. It's really small. 5. Exactly 5. Really? Yeah. Oh, my name is on the board. Hey, 500. It went up, 5-0. Yes, finally. Woo, that's a good line of plants here. It's only 500, but... Report it, Lex. Oh, yeah. Ändert nichts an der Platzierung, aber CWC hat die Full Card jetzt vor Augen und rückt damit ganz dicht an Fischass heran. Müsste sich nur noch ein weiteres Exemplar dieser Größe am Köder vergehen. Water Strike, Strike Pro. Take out of the glasses out of my mouth. Worked really good. You can retrieve it really fast or slow. Does the job. This one is not approved. Definitely not. But it's a nice fish. Also too small. Hey, but at least we have action. This is a nice weed bed, Lex. Tu l'as? Un basse? Ouais. Bien. Non, c'est un cendre. Oh. C'est un basse. Un basse, ça? Ouais. Ouh. Here we are. Oh non. Ah putain, si. Eddie, mouline. C'est peut-être pas en basse alors. Si t'as perdu le contact. Si t'as perdu le contact, il moulinait plus vite que toi. Il nageait plus vite que tu, Il est blindé d'herbe.
être ensemble. C'est ensemble. Non, c'est un black bass. Pauline. On va la voir. Vas-y, monte-le. Boum! Yes! Yes! This is an improvement. Because it was what? Was 600 grams the last one? Yeah. This one is It's definitely more. 1, 2, 1, 3. 1, 2 at least. Cool. Ein gutes Upgrade und einiges an Gemüse im Kescher. Fish&Ship setzt sich noch ein Stückchen weiter nach oben ab und Sylvain nimmt sich ein Minütchen für Tackle Talk. So to make it sink quicker, I use a tungsten insert. That's our own brand, and we just insert it in the soft bait. So we get a faster sinking rate, higher sinking rate. So it allows us to go really below the weeds and in between the weeds to get those fish in the shadows. So for that weightless application, I use quite a long rod. It's a use speed stick, Custom Pro, together with a custom light bait casting reel. So it's a super light combo, but I get enough length to cast far something weightless, which is important. And I have a super light combo, so I get a complete feeling of what is happening at the other end of the line. Because in between the weeds, the bites can be very, very tricky to feel. So you need something light and which gives you the best information possible. Danke. Vale. Ya está. No subo unos gramos. No. Oh! How much was it? 300, 208. Epa! Big one. Yeah! New personal best. Today is so full. But never give up. Jetzt mal mit denen. Schwarz. Von weiß zu schwarz. Black oder weiß? Black oder weiß? Krass. Ach, schwarz oder weiß? Black oder weiß? Black oder white. Black sehen wir ja auch aus, wenn wir hier fertig sind. 35 Grad. Der Planet brennt hier wie Wahnsinn. Hier fehlt auch, was haben Sie gesagt in der Gruppe? 57% ist ja anscheinend nur gefüllt. Ja. Also schon krass. 57% Füllungsgrad. Also hier fehlt Wie muss auch schon ein Stück Wasser. Auch wieder ein See. Also die ganze Region wird hier mit dem Wasser versorgt. Riesige Gewässer und ein Eldorado für Fischer. Ja, Sportangler, langes Deck. Das ist unser Hornet, unser Turnierboot. Mit unseren flachen Scheibe, kein Durchstieg, kein Mitteldurchstieg, sondern alles raus hier, sodass man einen schnellen Weg hat nach hinten und nach vorne. Ja, vielen Dank natürlich an unser Teampartner. Wir sind der B1 Garmin Honda, wie im letzten Jahr auch. Das ist eine schöne Partnerschaft. Wenn ihr mal rumkommen wollt, zu uns ein paar Boote anschauen, nochmal Werbung in eigener Sache, kann mal sein, Leute. Da kamen ja im letzten Jahr so einige Kommentare. Die Kommentare kamen vor allem beim YPC Boat, aber da hätte man mit Franks Tonspur auch easy eine Knight Rider Folge unterlegen können. Bei 10 Feet Under stellt man sich derweil die richtigen Fragen. Ken, and what can we do? Do we have any idea? Any genius move? Yeah. I think we are doing the wrong stuff. It is tough. I can get a bite, I don't know. But also, normally it does not make sense to change the game plan completely. Yeah? We try to flipping jig, cross the rocky bank. I think it's our best option. Yeah, jumping. Yes. Yeah. Decision is maybe spend 5 more minutes here. Yeah. And then we will go back to different rocky points where we caught them flipping jig in practice, and we pitch the jig. What now? Battery. Battery? Uh-oh. Oh yeah.
Now we are fucked. Do you have a jumper cable? No jumper cable? No. Really? バッテリーが上がった。今日ジャンパーケーブルがないって言うから。Hey, Tommy, I have a big trouble. One more again. Das kann doch nicht wahr sein. Nach Chaos in der Vorbereitung bleibt 10 Feet Under das Bootspech auch im Turnier erhalten. Für Ken und Christian wird's jetzt richtig eng, denn inzwischen sind die letzten 90 Minuten angebrochen. Hey, why don't we have cooling? There's a lot of cooling. No blowers. We need blowers next time in the boat. Make some blowers inside. They blow out. Can you stand over it like this? We're gonna do top water. Top water. Ich habe 3 neue für euch. Die neuen Rodfather Casting Modelle sind ab sofort bei uns erhältlich in 3 verschiedenen Varianten. 2,28 Meter, 30 bis 100 Gramm, 2,33 Meter, 40 bis 150 Gramm, 2,40 Meter, 80 bis 330 Gramm. 40 Tonnen Torrey, Fuji-Komponenten, die Grifflänge je nach Routenlänge aufeinander abgestimmt. Ab jetzt sind auch die ganz großen nicht mehr sicher. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. So the plan is to use the power hour, the last hour of the day. We think a good plan on sinking trees, for which we need the power hour. And waiting for that hour to come, we will spend it doing the same thing on the weeds. Maybe here, I mean, finish this small area, maybe go in the bottom of the bay, but that's the plan. Oui. Allez, celui-là, ne perds pas. Celui-là, on va le mettre dedans. Yes, c'est un joli. Allez, maintenant c'est ensemble. Oh putain. Ok. Pas grave. So we start the power hour on the wood bed, but I have my doubts. We can see anything. I switched to a soft jerkbait now to cross the wood beds on a weedless hook. Try some reaction strike, but we are running out of ideas today. It's just that the fish are not there, I think. But we have a hope we get 1-2 fish more before the end of the day. So here we go. Ja, fahr weiter außen dann hin. So Leute, am nächsten Spot angekommen. Sehr markant, den haben wir auch selber rausgesucht. Hier so ein ja, Wasserpumpstation anscheinend. Und Wasser aus dem See pumpt. Und hier, ja, es sind so 7,6 Meter, nachher ist 3-4 Meter. Hier haben wir einen Spot notiert, eingetragen, die 91. Wir angeln Topwater, wie gesagt, 3-4 Meter, schön Kraut und vielleicht kommt einer raus. Und ich würde jetzt sagen, wir starten die Power Hour, oder? Ja, können wir. Genau, dann sehen wir genau die Krautzonen und sehen vielleicht, wo was stehen könnte. Ja, man kann das Livescope benutzen zum Fische suchen. Genauso geil funktioniert Livescope-Technik aber auch, um Kraut zu suchen, um einfach Struktur zu sehen. Hier extrem mit den Steinen. Hier sieht man ja schön praktisch auf dem Bildschirm
die Struktur. Und hier jetzt perfekt zu sehen auf dem Live-Scope, überall das Kraut. Und da stehen hoffentlich die Bass drin und wir fischen drüber. Frankie ist heiß, fischt wieder Redhead, wie damals am Bolsena, wo er Redhead hatte. Ja, diesmal auch wieder. Brennende Hitze hier, also hier ist noch schlimmer, die Dürre. Noch schlimmer. Ja. Hier sieht man es komplett flach, null Wind. Und hier ist es jetzt auch schon sehr klar. Also das ist jetzt der Teil des Sees, der viel klarer ist. An 1 oder 2 Versuche auch ganz langsam, Step, Step, Stop. Geht wieder los. Niklas, alter Schwabe. Frankie fängt schon wieder das Tanzen an hier auf dem Boot. Step, Step, Dance. Ja, also moving, moving, stop. Can you start? Oh, nice. I connected trolling battery. Jump. Yeah, jump. Okay. Problem was last night the battery was not fully charged because some fuse went off. I noticed in the morning, but there was not enough time to fully charge. So now I jumped from one battery to another and we were able to start the engine at least. So I think we try to reduce energy, shut off everything we don't need and hopefully we'll get through the day. Katastrophe vorerst abgewendet und bevor wir in die absolute Schlussphase gehen, gucken wir noch ein letztes Mal auf die Karte. 10 Feet Under ist quasi auf der letzten Rille unterwegs nach Westen. Fischers, weiterhin im östlichen Teil, setzt wie gehört auf Live-Technologie. B1 ebenfalls, allerdings in unmittelbarer Nähe der Brücke. Rapala ist schon wieder am Südufer des westlichen Seeteils. Das steuern auch Melanie und Sylvain an, um dort in einer kleinen Bucht für die Schlussphase die Power Hour zu nutzen. Was sie nicht wissen, Lex und Evert verfolgen ganz genau den gleichen Plan. Okay, the last hour for the second day. I hope it's not our final hour, but since we can use it, I will put on the live technology just to scan the area to see if there is any fish. So for us now, power hour, mega live hummingbird. Yeah. Fish? Yeah. Oh, I lost it. Shit. That's a good fish. Yeah? Yeah. Ooh, I missed one too. What is this? Maybe they only touched the lure. Yeah. Evert, no? With the poles behind? But there are only 2. No, it's Evert. That was our little plan for now because it's a good good zone, good area. But Evert is there, so we'll do something else. The live scope is empty. We try to cast there, you see that ball, then we cast there, and there's a fish, they will immediately bite. If they're not biting, there are no fish. Fingers crossed that the rest of the teams are the same than us and not finding the fish. Kein vornehmer Wunsch, aber an so einem Tag auch irgendwie verständlich. Momentan würde es für Fisch-Ass reichen. Sowohl CBC als auch 10 Feet Under könnten allerdings mit je einem Fisch das Finalticket lösen. Zweitere bräuchten allerdings einen echten Brecher. Gibt's hier nach großflächigem Bass-Boykott doch noch ein Finale Furioso? Also wir halten hier immer ziemlich weit vom Ufer eigentlich entfernt. Und jetzt ist gerade ein anderes Boot vorbeigefahren. Jetzt sieht man schon die Problematik. Am Ufer kommen jetzt die Wellen an. Und da das hier aus Stein, Geröll und Dreck ist, wird das Wasser am Ufer dann trüb. Und die Fische wissen, okay, hier ist gerade ein Boot vorbeigefahren oder ein Angler ist ans Spot gefahren. Und wir vermuten, es macht einen großen Unterschied, wenn man weit vom Spot anhält und dann mit dem Bugmotor. Garmin hat ja einen der leisesten Bugmotoren. Den leisesten? Den leisesten Bugmotor und fahren dann damit den Rest voll an den Spot. Wir brauchen unbedingt einen Punkt oder 2, die Topwater-Fische. Das ist jetzt natürlich super schwierig. Brennende Hitze, kein Wind. Aber
macht nur Sinn, auf diese Fische zu angeln jetzt oder mit Topwater zu angeln und in die Hoffnung, dass wir jetzt einen kriegen. Muss ja kein großer sein. Kilo reicht ja schon mal, also alles reicht uns erstmal. Hauptsache, ich denke, wir kriegen Fische. Perfekt. Leute. Niklas, komm, come on. Mega, mega. Ich weiß noch nicht, wie groß er ist. Ich glaube, er hängt ziemlich im Kraut. Ja, aber der ist auf jeden Fall maßig. Nein, weg. Oh, nee. Scheiße. Scheiße, Mann. Noch einfangen. Ja, der lang ersehnte Biss mit Topwater, ey. Ja, das ist beim Biss auch so. Man kann sich nicht sicher sein, dass man den Fisch auch bekommt. Ja. Das ist auch nochmal so ein Thema. Vor allem, wenn man Topwater über dem Kraut angelt. Bike. Not a good one. It doesn't count. But it's funny. The new cruise city is very effective with Sander. The new slick man. He catch everything. He catch everything. But we need some bass. Cuidado con la caña. So YouTube channel is Edge and Bash. So we fish bike. So beside some battery problems at the moment, we just changed the spot. Again, we tried some different rocky areas, as we said earlier. Now I also switched to a little bit more finesse approach, a Texas rig. Same trailer as on the jig, but yeah, a moving weight. And it's a little bit more compact and falls faster. So I also try to see with that if the fish is maybe a little bit deeper than we expected. Yeah, tough day, but yeah, what can we do? I mean, we have found something working for us in practice, and I don't understand why it should not work now, but it seems like it isn't. But on the other hand, you cannot switch up the whole game plan in most cases. It doesn't make sense, and also we don't have the knowledge to know where we need to go if the conditions are changing. Like, I mean, they did not really change. The weather is the same, the water temperature is the same, the color is the same. So at the moment I'm a little bit clueless, but we will keep on hammering until the very last minute, of course. So we'll start the power hour. We will make a longer leader because there is a lot of abrasion in the branches. So we will take time to remake a new leader. Just make sure we don't lose our big fish because of the abrasion. So we're gonna start the power hour. We have like 3 trees underwater. Just one of us will fish at once, but just to make sure not to spook the fish and to properly keep them in the live scope, we just fish one by one. Okay, let's go. Die letzte Viertelstunde oder letzte halbe Stunde. Perca. Sander. Sander? Really? Good keeper. Maybe. Lifted over the net. 5'8". 5'8"? Yes. Yes. Finally! I caught a little guy with 10 feet under centimeters. Addy with base cape. Yeah. Okay, let's go, Chris. Let's go. Yeah, we just had this one fish. Ken caught it, 580 grams. Of course, not the size we're dreaming about, but doesn't matter. At least a bass. Christian nimmt's wie einen Ehrentreffer. Tatsächlich hat sich die Ausgangslage jedoch gerade signifikant verbessert. Ein guter Biss könnte reichen. Bei CWC würde sogar das Mindestmaß genügen. Auch wenn wenig darauf hindeutet, gerade an solchen Angeltagen kommt das Beste manchmal erst ganz zum Schluss. Final minute. Final minute. Last cast. Last cast.
think this was it. So if I catch one now, it doesn't count. Evert, you want to say something? Yeah. It was too hot. Final words from Evert. It was too hot. No, everybody, thank you for watching. And we hope to get into the finals. And if we get into the finals, keep watching us. Rough day. Yeah. I think it was a rough day for everyone. But I'm also sure that some of the guys caught some fish. We can say thank you for all our supporters. And you. And I thank you. We had a great time. I had a great time. Thank you so much. I hope we can do it again and shine better than we did this time. Thanks to all the viewers on YouTube. We hope you like it, and bye to you guys. Was hard. Yeah. Terrible day for us. Yeah, I don't know what the other ones did, but we didn't have any solid plan for Ariana anyway. So we cannot complain. We just didn't find them. And even it was better than yesterday and pre-fishing in general. So it's not definitely a bad day. It could be better anyway, but it was good. Now we need to see the results. Yeah. Let's drive back. Huha, war das ein Tag. Durch Höhen und Tiefen, oder? War ganz tief. 3 Fische verloren. Ja. Gerade der Topwater-Punkt, nicht, dass das unser Verhängnis wird jetzt so. Sonst sage ich, wir fangen immer 9. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Was Das Boot hat auf jeden Fall performt. Ja. Grüße gehen raus an unser Team, an euch da draußen. Ihr wisst ja jetzt schon mehr von der Gruppenphase. Ich will es auch wissen. Wir wollen es auch wissen, genau. Wir sagen jetzt mal Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. See you later von Spanien. So, dear fishermen, fisherwomen, thanks for participating in this group. Thanks for driving down. Some of you maybe not so far, but many of you very, very far. Thank you for making this effort to come here, taking part in this competition. And I can imagine how hard it must feel for some teams. Yesterday I felt very, very sorry for Team Headbanger and for Team Hearty Rice, catching only 1 or even 0 fish. Today they at least must feel a little bit better because they can see it was not there. It's fishing, and we have some other teams today with only 0 or 1 fish, several ones. So I think it's not a surprise for Team Rapala. Guys, you're not in the next round, but you fished very well, and thanks for coming. Thanks for making a good show. There's only one team in this group with a full card, so the deserved winner of this group is Team Fish&Ship with Melanie Meisel and Sylvain Lelandre. After they won, there was one team. The guys were very, very disappointed. They also said that Garcia was the better lake for them, and they had no idea what to do on Oriana. My Uncle Joe from Florida always says, it ain't over till the fat lady sings. In the YouTube Predator Cup, it's mostly me, the fat lady, singing at the end. And he's right, and that's what I told them yesterday in the YPC bass. 2 or 3 big fish can make a huge difference, even if you don't make the full card. And they caught 5 big fish today. So the defending champion is still in the race. Congratulations to B1 Sports Center. So that means that we have 3 teams left. One team caught 2 fish today, that's CWC. 2 teams caught only 1 fish today, 10 feet under, and Fishers. And the last ticket to the final round goes to the locals from Fishers. Congratulations. So very, very close. Catch with care. 1 keeper would have been enough for you guys. Lost 2.
Das war's für Gruppe A. Fish&Ship und auch B1 setzen sich am Ende mit relativ komfortablem Vorsprung durch. Dahinter war es eine Zitterpartie mit dem besseren Ausgang für Team Fish Ass. Verabschieden müssen wir uns leider von einem sehr unterhaltsamen CWC-Team 10 Feet Under und Rapalla, die beide trotz einiger Widrigkeiten jeweils tolles Teamwork bewiesen haben. Auf wen die 3 Ersten dieser Gruppe im Finale treffen, entscheidet sich in der nächsten Woche. Schon am Donnerstag um 20 Uhr zeigen wir euch die erste Hälfte des 2. Tages in Gruppe B. Seid dabei, wenn ihr wissen wollt, ob Markus Eule erstmals ins Finale einzieht, Mark Patschowski den Traum von Titel Nummer 2 am Leben erhält, Daniel Andriani seine Bass-Glanzbilanz fortsetzt und ob Luis Mendes und sein Kumpel Siro die Cucaracha tanzen. Bis dahin eine gute Zeit und vielen Dank an all diejenigen, die uns Feedback zu unserem neu aufgelegten Online-Shop gegeben haben. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, schaut doch mal vorbei. Hasta luego und ciao.